zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich habe heute nämlich etwas Besonderes vor, beziehungsweise ich habe etwas Neues vor. Und dabei dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit. Das Prinzip Meal Prep ist euch sicherlich ein Begriff. Da geht es ja darum, dass man sich an einem Tag schon die kompletten Gerichte für die folgende Woche oder die folgende Arbeitswoche vorbereitet. So hat man nur einen Tag lang richtig viel Arbeit und an den anderen Tagen hat man ohne viel Vorbereitung ein leckeres und gesundes Essen schon fertig im Kühlschrank stehen. Ich finde das Prinzip super und ich möchte das Ganze nämlich mal testen und zwar für meine Mittagessen sozusagen. Da mache ich mir immer irgendwie was Kleines, Kaltes, also ich koche da meistens nicht richtig für mich, weil wir abends als Familie zusammen essen und ich dafür dann richtig koche. Aber meistens ist es wirklich so, dass ich mir nicht wirklich die Zeit nehme, mir da was Schönes zu machen und meistens dann einfach echt nur belegtes Brot oder so esse, was auch sehr lecker ist. Um mir da jetzt groß irgendwie was anderes zuzubereiten, fehlt mir häufig einfach die Zeit. Manchmal mache ich das, aber ich merke dann hinterher doch immer, okay, das hat mich jetzt viel Zeit gekostet. Und ich dachte, ich nehme mir heute jetzt mal den kompletten Vormittag, um Sachen vorzubereiten für die nächste anstehende Woche, nämlich leckere Mittagsgerichte für mich. Und ich filme das Ganze einfach mal mit und ich dachte, ich zeige euch dann so, was ich dann die Woche über mittags esse. Ich blende euch das am Ende des Videos so kurz ein bisschen ein. Und ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die ich mir gerne vorbereiten möchte. Das ist nämlich einmal Salat. Also ich möchte mir schon Salat fertig vorschnibbeln. Das hatte ich nämlich letztens zu Hause und das war sehr, sehr angenehm. Ich hatte das gemacht, weil wir zum Grillen eingeladen waren und ich wollte gerne so einen bunt gemischten Salat mitbringen. Dann hat sich das Ganze aber zerschlagen und ich hatte diesen Salat schon vorbereitet, halt ohne Dressing natürlich angemacht. Ich hatte so eine riesen Schüssel Salat, fertig vorbereiteten Salat im Kühlschrank stehen und ich fand das so angenehm, einfach hinzugehen und mir da was rausnehmen zu können, ein bisschen Dressing drüber und schon hatte ich einen super leckeren Salat fertig. Deswegen möchte ich eine große Schüssel Salat vorbereiten mit grünem Salat und Paprika und Gurken und Mais und Möhren möchte ich mir da auch reinraspeln und das Dressing dafür möchte ich vorbereiten. Dann esse ich sehr, sehr gerne Bowls und ihr habt das manchmal auch schon in einem Food Diary oder so von mir gesehen. Und ich möchte das aber gerne häufiger essen. Und für diese Bowl möchte ich nämlich einmal Falafel selber machen. Die kann man dann nämlich auch nicht nur in der Bowl essen, sondern kann ich mir dann beispielsweise auch, wenn ich Lust habe, auf den Salat machen. Das heißt, ich möchte Falafel selber machen. Ich habe das schon mal gemacht, da hat es leider nicht funktioniert. Die sind beim Backen oder beim Braten alle auseinandergefallen. Ich habe jetzt aber in einem Rezept gelesen, woran das gelegen haben könnte. Und deswegen möchte ich es noch einmal probieren und ich hoffe, das funktioniert heute. Und dann möchte ich mir für die Bowl einfach schon mal Quinoa vorkochen. Und ich habe nämlich auch noch Kürbis hier und den möchte ich so ein bisschen im Ofen lecker anmachen und rösten und dass der nämlich dann auch fertig ist, dann kann ich mir das nämlich auch auf die Bowl machen. Eier, ich möchte Eier kochen, weil ich finde es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich esse total gerne mal zwischendrin so ein gekochtes Ei, also so ein hart gekochtes Ei und auf der Bowl ist das auch sehr, sehr lecker, deswegen werde ich auch einfach allgemein ein paar Eier vorkochen und für die Bowl Avocado, die kann ich halt nicht irgendwie vorbereiten, weil das muss ich dann frisch an dem Tag selber machen, weil sonst Avocado wird halt eklig. Dann ein Brot backen, weil wir brauchen neues Brot und ihr wisst vielleicht, dass ich unser Brot eigentlich immer selber backe und es ist an der Zeit und deswegen dachte ich, ich mache das einfach in diesem Video, weil, wie gesagt, ich esse mittags sehr, sehr gerne belegtes Brot und dachte, ich kann mir das dann halt dann auch irgendwie mit so einem Ei oder so machen. Jedenfalls, ich möchte ein Brot backen und für so dieses, ja, dieses Nachmittags süß, so diese Lust auf was Süßes am Nachmittag, möchte ich mir gerne Scones machen mit Rosinen. Das ist eins meiner Lieblingsrezepte. Ich habe das jetzt schon seit Jahren nicht mehr gemacht, aber für dieses Video möchte ich es gerne machen und welche vorbereiten. Dieses Video könnte lang werden, deswegen höre ich auf jetzt zu quatschen und lege los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Also am meisten Sinn macht es, mit dem Brot loszulegen. Das braucht nämlich am längsten. Das backt insgesamt 3 Stunden. Ich habe einen Brotbackautomaten und ich mache eigentlich immer das gleiche Rezept und variiere da manchmal die Mehlsorten. Aktuell mache ich ganz gerne eine Mischung aus Dinkelvollkornmehl und Roggenmehl. Das Roggenmehl hatte ich eigentlich mal für Sauerteig gekauft, habe es dann aber nie gemacht, weil ich gemerkt habe, so dieser Sauerteigansatz, der ist mir halt kaputt gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das einfach mal im Brotbackautomat. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Roggenmehl im Brotbackautomat, ob das wirklich dafür geeignet ist oder jetzt nur für so Sauerteig.
Aber ich kann euch sagen, es schmeckt sehr lecker. Das Brot geht nicht so extrem auf, wie es das sonst mit anderen Mehlsorten macht. Aber es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und deswegen mache ich das heute und ich zeige euch, wie ich das immer mache. Bei dem Brotbackautomaten ist ja das Praktische, dass man die ganzen Zutaten zusammen einfach in die Backform schmeißen muss. Wichtig dabei ist aber, dass man mit den flüssigen Zutaten anfängt. Als allererstes gebe ich deswegen 320 Milliliter lauwarmes Wasser dazu. Dann 2 Esslöffel weißen Essig und einen Teelöffel Honig. Und wenn die ganzen flüssigen Zutaten da drin sind, dann gebe ich das Mehl dazu. Insgesamt kommt 340 Gramm Mehl rein. Wie gesagt, ich mische immer. Meistens nehme ich 140 Gramm Dinkelmehl und 200 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Dann kommen noch 50 Gramm Haferflocken rein, ein Päckchen Hefe und ein Teelöffel Meersalz. Das ist es dann. Das kommt in den Backautomaten rein. Knöpfchen drücken, anmachen und mehr muss man nicht machen. Wie man vielleicht hört, der Brotbackautomat macht jetzt sein Ding gerade. Der rührt den Teig und nach einer halben Stunde piepst der und dann mache ich immer noch ein paar Leinsamen mit da rein. Ich kümmere mich jetzt um die Sachen, die in den Ofen müssen bzw. gekocht werden müssen, jetzt einfach zeitgleich zu machen. Der Ofen heizt schon vor. Ich schneide jetzt den Kürbis klein und werde das Ganze dann würzen und in den Ofen packen. Der Kürbis muss ja nicht so lange im Ofen, das ist ein Hokkaido-Kürbis. Und ich werde den mit Salz, Pfeffer und ich glaube einfach ein bisschen Honig würzen und das dann in den Ofen packen für so 15-20 Minuten. Gleichzeitig werde ich Eier hart kochen und ich werde den Quinoa kochen. Und während das Ganze dann kocht, werde ich mich darum kümmern, den Salat klein zu schneiden. Wie gerade schon angekündigt, habe ich erstmal die Sachen auf den Herd gepackt, die man einfach in den Topf schmeißen kann und auf dem Herd ein bisschen köcheln lassen muss. Zuerst mal die Kichererbsen für die Falafel, dann habe ich den Quinoa gewaschen und gekocht und die Eier auch. Das hat alles zusammen auf dem Herd geköchelt und in der Zwischenzeit habe ich dann den Kürbis geschnitten und angemacht. Ich habe dann statt Honig mich doch für Chilisalz entschieden, weil ich dachte, das passt dann vielleicht doch besser zu der Bowl. Und das Ganze habe ich dann für 20 Minuten in den Ofen gepackt. In der Zwischenzeit, wie auch schon gesagt, habe ich den Salat vorbereitet. Das war eine schöne bunte Mischung. Und ich habe mich dann auch an das Dressing für den Salat gemacht. Das ist eins meiner Lieblingsdressings aktuell. Von den Mengenangaben habe ich hier wirklich frei Schnauze gemacht. Also ich musste ja schon eine ordentliche Menge hier machen für die komplette Woche. Deswegen habe ich einfach gekippt und hinterher probiert. Ich habe eine Knoblauchzehe gemacht. Ist super lecker im Salatdressing. Dann einfach Olivenöl und Weißweinessig habe ich benutzt. Ich habe dann Salz und Pfeffer natürlich reingetan und ein bisschen getrocknete Petersilie und dann habe ich Senf da reingemacht und dann kommt noch Naturjoghurt dazu. Dann Deckel drauf, alles miteinander verschütteln und man hat ein sehr leckeres Salatdressing. Wie gesagt, einmal probiert, es war echt richtig, richtig lecker. Und dann habe ich mich an die Falafel gemacht. Hier der Versuch, das in der Schüssel zu mixen, ging total daneben. Deswegen in einen Messbecher und nochmal von vorne. Und das Mixen war wirklich das, was mir den letzten Verstand geraubt hat. Das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, weil ich keine guten Mixer habe. Aber irgendwann hatte ich die Kichererbsen einigermaßen gemixt. Das sieht jetzt hier nicht so aus, aber doch waren sie tatsächlich. Und in die gemixten Kichererbsen, da habe ich auch schon die Petersilie mit püriert sozusagen. Kommen dann noch Gewürze. Ich packe euch den Link zum Rezept, zum genauen Rezept in die Infobox. Aber hier waren jetzt, glaube ich, Kreuzkümmel und gemahlener Koriander drin. Und dann kommt das nämlich erstmal für eine halbe Stunde, meine ich, in den Kühlschrank. Und danach kann man dann nämlich diese Bällchen formen. Und wie gesagt, die Masse sieht nicht so aus, als ob sich da leicht Bällchen draus formen lassen. Aber das geht tatsächlich. Und sie sind nicht auseinandergefallen in der Pfanne. Im Anschluss daran habe ich dann ein Dressing für die Bowl gemacht. Hier nehme ich total gerne Tahin und mische das mit Olivenöl, ein bisschen Honig, Salz, Pfeffer natürlich und
und Zitronensaft. Und auch das wird dann gemixt und fertig. Als allerletztes habe ich mich dann um die Scones gekümmert. Das Rezept dafür habe ich aus einem Backbuch und ist super alt. Ich habe da jetzt einmal kurz drauf gefilmt, dann könnt ihr euch das Rezept angucken. Im Prinzip ist es ein ganz normaler Teig, der mit Zimt ein bisschen gewürzt wird und Buttermilch kommt da auch rein. Es wird alles miteinander vermixt und dann kommen noch die Rosinen hinterher da rein und dann hat man einen sehr, sehr schönen Teig. Und das rolle ich dann immer so, ja, so ein paar Zentimeter dick aus und steche dann mit einem Trinkglas, mit einem Wasserglas einfach, ja, Kreise aus. Und das kommt dann auf ein Blech und wird gebacken und schmeckt sehr, sehr lecker. Im Idealfall gehen die schön auf, die Scones. Ich bin fertig, im doppelten Sinn. Ich bin fertig mit den Vorbereitungen und ich bin echt fertig. Ich habe insgesamt ungefähr 2,5 Stunden gebraucht, was jetzt eigentlich so allgemein betrachtet noch in Ordnung ist. Was noch nicht ganz fertig ist, das ist das Brot. Das backt hier noch, das braucht noch eine halbe Stunde. Aber sonst der Rest ist soweit vorbereitet. Meine Falafel, die sehen so aus. Die muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich die nochmal machen werde selber, weil das war halt das, was so richtig lang oder richtig viel Zeit gekostet hat. Das waren halt wirklich die Falafel selber machen. Liegt aber auch daran, dass mein Mixer nicht besonders gut ist und ich es mal mit dem Standmixer und dann wieder in den anderen Mixer, dann wieder Standmixer und das war halt echt nervig. Sie riechen fantastisch, ganz, ganz ehrlich, die riechen mega lecker. Rezept ist unten verlinkt. Ich habe ja aber auch so ein bisschen erzählt, wie ich das alles mache. Ich habe mich eben auch noch spontan dazu entschlossen, für die Bowl ein Dressing vorzubereiten. Das habe ich auch in einem Schraubglas gemacht. Das nochmal auch bei dem Salatdressing. Das ist ja hier, das ist mein Salatdressing und das ist das Dressing für die Bowl. Vom Salatdressing habe ich jetzt wirklich sehr, sehr viel gemacht. Aber das in Schraubgläsern zu machen, alles da einzufüllen, Deckel drauf und schütteln, das ist eine Entdeckung, die ich vor kurzem gemacht habe und wo ich gedacht habe, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Wirklich nur ein paar Mal hin und her schütteln und man hat ein super leckeres, gleichmäßiges, schön alles miteinander vermengtes Dressing. Und das war halt irgendwie vorher immer so, dann stand ich da mit einer Gabel und habe gerührt und gerührt und gerührt, bis sich das halt alles dann schön miteinander verbunden hat. In einem Schraubglas, das Schütteln, geht das easy peasy. So, meine Scones, die sind hier. Waren leider, ja, so ein paar Minütchen zu lang im Ofen. Die sind sehr dunkel geworden. Ich habe aber gerade schon mal einen probiert und sehr lecker. Sie schmecken sehr, sehr lecker. So, ja, also ich bin sehr auf die Woche gespannt. Ich freue mich, dass ich mir da jetzt sehr, sehr viel leckeres Mittagessen schon vorbereitet habe. Das Brot zeige ich euch natürlich auch noch, wenn es fertig ist. Und sonst würde ich sagen, wir legen los mit den einzelnen Mittagessen, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Anstatt euch zu zeigen, was ich jeden Tag gegessen habe, dann in der darauffolgenden Woche, habe ich, wenn ich etwas Neues ausprobiert habe mit den Zutaten, habe ich euch das mitgefilmt, weil ich gedacht habe, es ist ein bisschen langweilig, weil ich manche Sachen, die Bowl beispielsweise, habe ich an 2 Tagen gegessen und ich dachte, das ist dann halt auch langweilig. Am ersten Tag habe ich mir einen Salat gemacht, weil wir nämlich, das seht ihr jetzt gleich, Feta übrig hatten. Und der Feta musste ganz dringend weg, deswegen habe ich mir davon noch was oben drauf gemacht. Und ich wollte unbedingt die Falafel probieren, deswegen habe ich mir da auch noch 2 Stück drauf gemacht auf den Salat. Und da war ich schon mal sehr begeistert von. Also die Falafel sind echt richtig, richtig lecker geworden.
Hier seht ihr jetzt meine Bowl, die ich mir gemacht habe an 2 Tagen. Unten drunter ist der Quinoa, den sieht man da nicht. Der ist nämlich ja, schön zugebaut mit dem Kürbis, Falafel, einem hartgekochten Ei und Avocado, die ich mir dann noch frisch aufgeschnibbelt habe. Ich habe das Dressing für die Bowl darüber gegeben und ein bisschen Sesam. War super lecker und hat richtig krass satt gemacht. Das ist jetzt einmal so das Beispiel für das Nachmittag, süß, für meinen Scone. Ich habe das an einem Tag dann auch morgens zum Frühstück gegessen. Ich habe mir da ein bisschen Marmelade drauf gemacht, Tasse Kaffee dazu, sehr, sehr lecker. Hier seht ihr jetzt nochmal einen Salat, auch nochmal mit Falafel, aber dazu habe ich dann 2 Scheiben Brot gegessen und auf das Brot habe ich mir ein bisschen von diesem Auberginenaufstrich gemacht und ein hart gekochtes Ei da drauf gelegt. Und auf eine Idee, auf die ich sehr, sehr stolz war, das habe ich an einem Tag gegessen, das waren dann so die letzten Reste vom Salat. Ich habe mir einen Wrap daraus gezaubert, also ich habe auf den Wrap erstmal ein bisschen Frischkäse gemacht, dann den Salat da drauf, von dem Quinoa was und ja, Falafel, von der Soße und ich sag euch, das war ein Traum, wirklich sehr, sehr lecker. Das war mein Experiment Meal Prep. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, wenn dem so ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann!